Ich werde euch heute zeigen, wie man ein bisschen mehr so die Kreativität in Gang kriegen kann und wie man eine Geschichte aus Collagen entwickelt. Ich liebe solches Material, solche alten Aufkleber oder Flyer oder Verpackungen von Dingen, die ich einfach irgendwo, wenn ich unterwegs bin, aufhebe. Und ich hebe es nicht nur auf, sondern ich spiele damit rum. Weil vieles von den Sachen sind von allein schon ganz witzige Formen. Eigentlich kann man schon so ein bisschen so ein Tier da drin sehen. Wenn so ein Komma drin ist, habe ich auch schon fast ein fertiges Tier. Das Tolle an Collagen ist, dass ich im Gegensatz zu einer Zeichnung, wo ich eben alles schon so festlege, das so ein bisschen hin und her schieben kann. Was ich manchmal auch mache, ist, dass ich so ein bisschen so die Augen schon mal ausschneide. Und wenn ich dann anfange zu zeichnen, dann würde ich dem Ganzen einen Schnabel geben. Dann wird es ein Pinguin oder eine Eule. Und wenn ich dem Ganzen keinen Schnabel, sondern einen Rüssel gebe, wird es ein Elefant. Ihr seht, das kann man total cool nutzen. Was ich mir wünschen würde, ist, dass ihr selbst mal ein bisschen kreativ werdet und dass ihr zu Hause mal sucht, was habt ihr so in alten Papieren, vielleicht macht ihr so Sachen, dass ihr die Augen schon mal auflegt oder sowas und dann mal lustige kleine Tiere entwickelt.